Ja, hallo. So, Tag 1. Uns wurde hier freundlicherweise ein Hyundai i30N als Entwicklungsfahrzeug von einem Kunden zur Verfügung gestellt. Ich habe ein bisschen was vor mit dem Auto. Zum einen hat er ganz brandaktuell ein Software-Update bekommen. Und ich wollte mal sehen, wie sich das auf Frequenzgang und die Phasenlage des Werksradios ausgewirkt hat, ob Hyundai da was geändert hat. Dann möchte ich diesem Fahrzeug einen CAN-Bus-Zugang legen, um zu gucken, wie weit wir mit dem RC CAN Open und den CAN-Bus-Daten aus diesem Fahrzeug kommen, was wir damit anfangen können. Und als drittes, und diese Sache wird sehr spannend, da bin ich noch nicht sicher, ob mir das gelingt, das Werksradio hat einen elektrisch-digitalen SPDIF-Ausgang, also einen digitalen Audioausgang, der bei anderen Hyundai-Modellen in Verbindung mit dem Werksverstärker aktiv ist. Bei diesem ist der zwar konnektiert am Radio, allerdings nicht aktiv. Das heißt, da kommen keine Daten raus. Und da will ich mal gucken, ob es mir gelingt, diesen Ausgang zu aktivieren und für wirklich sehr, sehr hochwertige Audiosysteme zu nutzen in Verbindung mit dem RC CAN. Gut, seid gespannt. Ich begleite dieses Projekt ein bisschen auf YouTube. Den täglichen Fortschritt werdet ihr sehen und ich beginne mal damit, die entsprechenden Zugänge zum CAN-Bus und zu dem SPDIF-Anschluss zu legen und die Basis so weit vorzubereiten, dass man damit arbeiten kann. So, Teil 1 an unserem Patienten ist erledigt. Der neue Kabelbaum ist hinterm Radio. Wir haben einen Zugang gelegt, den habe ich mir jetzt hier im Beifahrerfußraum rausgelegt. Da haben wir einmal den SPDIF-Abgriff und den CAN-Bus-Abgriff. Der CAN-Bus rennt auch schon, die Daten sind da. Das heißt, Teil 1 ist erledigt. Wir können starten. Und nein, wir können noch nicht starten. Erstmal muss ich den Prozessor noch auf den neuesten Stand bringen. So, den Zugang vorne haben wir gelegt. Der Prozessor ist up to date. Ich habe die Verkabelung noch ein bisschen neu gemacht. Ist noch nichts für einen Clean Wire Club, aber zumindest mal Automotive Standard, alles mit Molex und betriebssicher. Und ja, das nächste, was mich bei dem Fahrzeug hier interessiert, haben wir irgendwo, weil es ist ein Kundenfahrzeug, ich habe es nicht selber gebaut, die Verkabelung ist nicht von mir. Das erste, was mich interessiert, sind alle Lautsprecher richtig angeschlossen, haben wir irgendwo Rechts-Links-Dreher drin, haben wir Verpolungsfehler drin. Das will ich jetzt einmal kurz abchecken. Ja, wie mache ich das am einfachsten? Ich nutze die Messfunktion. Produziere mir ein rosa Rauschen auf die Lautsprecher. Und checke einfach mit dem Mute-Button einen Lautsprecher nach dem anderen, ob die Seite stimmt. So, hier haben wir schon mal einen Rechts-Links-Dreher. Okay, die sind alle Male rechts-links verdreht.
Dann gucke ich mir im Kofferraum erstmal an, ob es die Hinschleitung ist oder ob die Lautsprecherkabel verdreht sind. So, das nächste, was mich interessiert, ist, wie hoch ist wie gut ist die Einpegelung vom DSP eingangsseitig. Dafür spiele ich meinen Sinus Sweep ab hier. Man hört ihn, 0 dB. Um die Lautsprecher zu schonen, mute ich alle Lautsprecher. Der 0 dB Sweep heißt maximale Aussteuerung, mehr geht nicht. So, und jetzt drehe ich einfach lauter und gucke mir an, wie weit der Eingang ausgesteuert wird. Jetzt bin ich hier bei Pegel 24. Und sehe schon, der geht Richtung 0 dB. Das heißt, der DSP ist zu empfindlich eingestellt. Die Aussteuerung ist zu hoch. Dann drehe ich das mal ein bisschen runter. Ja, der geht auch hier voll in die Clipping-Anzeige. Schraubendreher ist einfacher als mit dem Fingernagel. Okay, jetzt habe ich den mal ganz zugedreht. Dann gucken wir uns das Spiel noch mal an. So, Pegel ist jetzt auf Maximum. Und einmal VU-Meter resetten. Mal gucken, wie weiter geht. Minus 7, minus 8, minus 6 dB. Also ein kleines bisschen können wir noch geben. Jetzt hole ich mir aber einen Schraubendreher. So, ein bisschen weiter aufgedreht. Und das sieht gut aus. Minus 4 dB bei voller Aussteuerung. Das ist wunderbar. Damit können wir leben. So, und das nächste, was mich interessiert, das Auto hat hier ganz frisch ein Update bekommen. Wie hat sich das ausgewirkt auf den Frequenzgang? Dazu einmal ganz flott die Frequenzgangmessung, externe Quelle, Eingang 1, 2, ich starte die Messung. Messung läuft. Okay, Frequenzgang sieht gar nicht mal so schlimm aus, so katastrophal. Aber da sind wieder heftige Phasenfehler drin. Das werde ich, glaube ich, erstmal korrigieren. Jawohl, so lange gehe ich offline, das mache ich mal eben und dann kann es weitergehen. So, das sind wir jetzt knappe 20 Minuten, 25 Minuten habe ich gebraucht später. Ich hoffe, das sieht man hier, ohne großartige Spiegelungen. Also das ist jetzt der Frequenzgang, den ich mit dem Eingangsequalizer rausgeholt habe. Und einmal zum Vergleich, oder hätten wir besser mit angefangen, einmal die Messung, was kommt aus dem Radio raus.
So, hier sehe ich also zum einen an der roten und der schwarzen Linie die Einzelmessungen. Da ist ein leichter EQ-Eingriff, der ist aber gar nicht mal so dramatisch. Das sind mal 3, 4 dB da und mal 2 dB, die da fehlen. Das ist nicht so wild. Aber ich sehe in der Summe, die Phase läuft amok. Das ist mal wieder typisch für Hyundai. Insgesamt waren es 4 Allpassfilter, 2 Stück erster Ordnung, 2 Stück zweiter Ordnung. Dann habe ich noch ein paar EQ-Bänder gebraucht. Und das Ergebnis sieht dann so aus, wie gesagt, 2 Allpässe zweiter Ordnung, 2 Allpässe erster Ordnung, 2 Shell-Filter und 6 EQ-Bänder. Und meine Phase passt hundertprozentig und mein Frequenzgang passt hundertprozentig. Das Einzige, was die Werksradios halt machen, damit muss man irgendwo leben, wenn man da analog dran geht. Über 16 Kilohertz, 16, 17 Kilohertz geht es langsam abwärts. Vor allem hier den minus 3 dB Punkt haben wir bei 18 Kilohertz. Und untenrum spielt es auch bis 40 Hertz linear und dann setzt der Highpassfilter ein. Aber alles dazwischen, Stimmbereich, Kickbassbereich, Hochtonbereich, läuft soweit sauber durch. Das ist ein Ergebnis, wo ich absolut mit leben kann. Das ist jetzt eingemessen für geringe Pegel. Und dann hole ich mir jetzt mal den Stick mit einem minus 24 dB Sweep, um bei hohen Pegeln messen zu können. So, das gleiche Spiel. Ich habe jetzt den Sinus Sweep drauf, minus 24 dB. Das heißt, der ist sehr, sehr leise auf dem USB-Stick. Im Gegenzug habe ich das Radio aufgedreht auf Level 37 und habe die erste Messung schon mal gemacht. Und da sehe ich zu meiner Verwunderung, obenrum tut sich eigentlich gar nichts. Im Hochton wird diesmal nicht dynamisch equalized. Ganz minimal bei 10K so ein bisschen, da kann man noch was korrigieren, aber er nimmt dann halt, das Werksradio nimmt, je lauter wir hören, umso mehr den Bass weg. Dann gucke ich mal, wie ich das korrigiert bekomme. Wenn ich hier meinen Shell-Filter von minus 3,5 auf 3 dB plus setze, mal gucken, was dann passiert. Natürlich für den Equalizer und die Filter für hohe Lautstärken aktivieren. Oh, da kommt die Messung rein. Schon fast gut. Schon fast gut. 2 dB und etwas höher ansetzen, würde ich sagen. Low Shelf 2 dB plus. Und dann gehen wir mal auf 180 Hertz. 2 dB plus. 180 Hertz. Wir sehen hier also schon, Hyundai in dem Werksradio verändert nicht nur den Gain von dem Shell-Filter im Bassbereich, sondern auch die Einsatzfrequenz. So, und da sind wir schon da. Bis auf eine leichte Restwelligkeit stimmt das jetzt auch bei hohen Pegeln. 250 Hertz kann man noch 2 dB draufpacken. Ja, Messung läuft.
Das sieht gut aus, das ist hier plus minus 1 dB linear. Im Hochton fällt er doch ein bisschen ab. Die 10 Kilohertz. Nehme ich ihm auch die 3 dB wieder weg, also 3 dB mehr Richtung Plus. Das war 1 zu viel. So, ich denke, da kann man mit leben. Das ist ja hier HiFi am Werksradio, OEM-Integration. Jawohl, obenrum perfekt, linear. Bass wird ein kleines bisschen dünn. Wenn man laut hört. Das ist ja nicht Sinn der Sache, soll ja Spaß machen. So, letzte Messung. Dann habe ich jetzt also meine Eingangsfilter und meinen Equalizer für geringe und für hohe Lautstärken eingestellt. Ja, das sieht besser aus. So kann man das lassen. Plus minus 1 dB spielt wieder der minus 1 dB Punkt, minus 1,5 dB bei 40 Hertz. Das passt soweit. Ja, wir haben jetzt Eingangsequalizer eingestellt für geringe Lautstärken, für hohe Lautstärken, haben die Allpassfilter korrigiert und morgen geht es dann an die CAN-Bus-Geschichte. Ja, soweit Tag 1 bei diesem Projekt. Ich wollte eigentlich ein bisschen weitergekommen sein, aber habe erstmal den Adapterkabelsatz hinterm Radio und den DSP-Anschluss auf Gang gebracht. Links-Rechts-Dreher hatten wir drin. Gut, egal. Der DSP ist ordentlich integriert, ist eingepegelt, der Eingangs-Equalizer, die Eingangsfilter sind gesetzt. Und morgen geht es an die spannenden Geschichten. Mal gucken, was mit dem Werksradio und neben dem Werksradio in Verbindung mit dem RC CAN Open so möglich ist. In diesem Sinne, wir sehen uns. Bis morgen.